Heute erzählen wir euch auf diesem Kanal die Geschichte vom Strohmillionär. In Japan lebte einst ein sehr armer, junger Mann, der kaum mehr besaß, als die Kleider, die er am Leib trug. Trotz seines Hungers und der Armut war er freundlich und hilfsbereit. Eines Tages ging er zu einem Tempel und betete zur Göttin Kannon um Hilfe. Er bat sie um eine Chance, sein Leben zu verändern. Er betete den ganzen Tag unaufhörlich, bis es schließlich dunkel wurde und er vor Erschöpfung einschlief. In dieser Nacht hatte er einen Traum. Die Göttin erschien ihm und sagte: Wenn du morgen den Tempel verlässt, nimm den ersten Gegenstand, den du findest, und vertraue darauf, dass er dir Glück bringen wird. Als er am nächsten Morgen erwachte und den Tempel verließ, entdeckte er als erstes direkt vor ihm einen einfachen Strohhalm. Er erinnerte sich daran, was die Göttin im Traum zu ihm gesagt hatte, und hob den Halm daher auf. Missmutig blickte er den Strohhalm an und fragte sich, wie aus diesem einfachen Stück Stroh jemals Glück entstehen sollte. Doch ließ er sich nicht entmutigen, nahm den Strohhalm an sich und machte sich auf den Weg. Bald darauf begegnete er einem Kind, das weinend am Wegesrand saß, und seiner Mutter, die nicht wusste, wie sie es beruhigen sollte. Er beugte sich zu dem Jungen hinunter, sprach ruhig zu ihm, nahm den Strohhalm und bastelte ihm daraus ein kleines Spielzeug. Am Ende sah es in etwa so aus wie eine kleine Libelle und der Junge war begeistert und hörte auf zu weinen. Die Mutter schenkte dem jungen Mann daraufhin zum Dank 3 saftige Orangen. Nun setzte der junge Mann seinen Weg mit den Orangen fort. Der Strohhalm hatte ihm also schon etwas Glück beschert. Auf seinem weiteren Weg traf er einen wohlhabenden Reisenden, der erschöpft am Wegesrand kauerte. Der Reisende erklärte, dass er wegen der Hitze großen Durst habe. Daraufhin reichte ihm der junge Mann freundlich seine 3 Orangen, damit er seinen Durst stillen konnte. Der wohlhabende Mann kam dank dieser großzügigen Gabe wieder zu Kräften und drückte dem jungen Mann seine tiefe Dankbarkeit aus. Er schenkte ihm ein wertvolles Tuch, das er in seiner Tasche bei sich trug, und setzte seinen Weg fort. Und auch der junge Mann zog weiter, nun mit einem wertvollen Tuch in seinem Besitz. Kurze Zeit später traf er auf einen Samurai, der neben seinem müden und offenbar kranken Pferd im Gras saß. Der Samurai sprach zu ihm, er sei traurig, aber dieses Pferd sei zu schwach und müde, um einem Samurai noch zu dienen. Daraufhin bot der junge Mann dem Samurai sein wertvolles Stück Stoff im Tausch für das Pferd an, und der Samurai willigte ein. Der junge Mann tröstete das Pferd, brachte es nach Hause und versorgte es sorgfältig, damit es langsam wieder zu Kräften kommen konnte. Wenige Wochen später war das Pferd wieder ganz genesen und stark genug für neue Aufgaben. Als der Herbst langsam ins Land zog und das Laub sich rot und braun färbte, zog der junge Mann mit seinem Pferd weiter umher. Plötzlich kamen sie an einem wunderschönen Haus an, aus dessen Eingang gerade der Besitzer trat, offenbar bereit, zu einer Reise aufzubrechen. Der junge Mann sprach ihn an: Was für ein prächtiges Anwesen habt ihr? Ja, aber selbst der schönste Besitz macht einen nicht wirklich glücklich. Ich breche auf, hinaus in die Welt, um zu mir selbst zu finden. Für meine lange und beschwerliche Reise benötige ich ein zuverlässiges Transportmittel, erklärte der wohlhabende Mann. Ein so prächtiges Pferd, wie das du bei dir hast, wäre genau das Richtige. Er sah den jungen Mann an und schlug vor: Ich biete dir mein Haus im Tausch für dein Pferd an. Der junge Mann willigte ein und überließ dem wohlhabenden Mann sein Pferd, mit dem dieser sofort aufbrach. So gelangte der junge Mann in den Besitz des prächtigen Anwesens. Weil er sich gut um das Haus und das Land kümmerte, wurde auch er schließlich ein wohlhabender Mann. So wurde aus dem einst so armen Mann der Strohmillionär, dem ein einfacher Strohhalm den Weg zu großem Glück verhalf.
Am Ende kehrte er noch einmal in den Tempel zurück, kniete vor dem Altar der Göttin Kannon, um ihr zu danken. Er platzierte auf dem Opfertisch, neben weiteren Gaben, eine kleine selbstgeflochtene Strohlibelle, wie die er einst dem kleinen Jungen schenkte, als Erinnerung daran, womit sein Glück seinen Anfang nahm. Die Geschichte vom Strohmillionär lehrt uns, dass auch aus etwas Kleinem etwas Großes entstehen kann. Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Märchen aus Japan zu verpassen.